Es ist ungefähr 4:30. Und ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum See, um zu schauen, wie der Nebel dort heute Morgen ist und was die Schwäne so treiben. Und deswegen werde ich jetzt mich mal auf den Weg zum Auto machen, das da vorne gleich steht, und dann losfahren. So, inzwischen bin ich angekommen am See. Es hat auch hübschen Nebel. Ich drehe mich jetzt einfach mal mit Kamera hin in die Richtung. Beziehungsweise ich bin dann in der anderen Richtung. Hier hinten dran erkennt man es am Boden, Nebel. Hinter mir nicht so wirklich. Ist aber auch egal, weil auf dem See selber, weil ich vorher auch schon die Nebelschwaden wadern sehen. Wir sind jetzt noch ein paar Meter zu Fuß. Wie vorher schon gesagt, ich bin eigentlich jetzt momentan extrem faul und fahre immer im Auto. Früher habe ich das mit dem Fahrrad gemacht. Aber das mit dem Auto ist irgendwie eindeutig flexibler und vor allem, ich nutze auch irgendwelche Gelegenheiten, die ich früher nicht genutzt hätte, weil es mir von zu Hause aus gesehen zu unsicher gewesen wäre im Nebel. Das ist jetzt dann doch irgendwie schon von Vorteil und ich bin jetzt schon ein paar Mal hier gewesen, wo ich mir gedacht habe, ach, das wird eh nichts. Und hier vor Ort sah es dann ziemlich gut aus. Also da hat das Auto schon Vorteile, vor allem wenn man den inneren Schweinehund nicht immer bekämpfen kann. Ja, aber heute wäre so ein Tag gewesen, wo ich früher hundertprozentig auf dem Fahrrad gefahren wäre, weil wenn es bei mir zu Hause schon im Tal den Nebel hat, dann hat es hier, wo die Seen sind, eigentlich hundertprozentig auch Nebel. Außer es passiert noch irgendwas in der Zwischenzeit, wie dass plötzlich Wind aufkommt oder sonst irgendwie Bewölkung, so Sachen halt, die Nebel kaputt machen können. Aber heute eindeutig Nebel. Ich drehe mich mal in die Richtung, wo der See ist. Hier hinten dran ist der See, einer der vielen. Da sieht man schon die Nebelschwaden rumwabern. Ja. Ziel ist heute, wie fast immer, wenn ich hier bin, einfach mal gucken, was die Schwäne machen. Ich gehe davon aus, dass sie da sind, weil in letzter Zeit waren sie eigentlich immer da. Also warum soll das heute auch anders sein? Ja, so viel erstmal dazu. Jetzt werde ich mich mal zum See begeben und dann schauen wir mal, was da zu finden ist. So, inzwischen bin ich fast angekommen. Der Vorteil ist, wenn man so eine Location wie den See hier öfter besucht, also wie ich das jetzt mache, dann weiß man schon, wo man hingehen muss, wenn man die Fotos machen will, die man vorhat. Also in meinem Fall die Schwäne. Die sind hier eigentlich immer bloß an 2 Stellen gut zu fotografieren, maximal 3. Mein Vorgehen ist normalerweise so, dass ich, also jetzt wie heute, so Viertelstunde, 20 Minuten vor Sonnenaufgang, mal schaue, wo sie sich rumtreiben. Und wenn sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass das eine Stelle ist, die man beobachten muss, dann bleibe ich dort auch gut mal 1,5 Stunden stehen, falls das Licht gut ist oder Nebel da ist, und beobachte einfach, was passiert und was ich fotografieren kann. Manchmal verpasse ich dann zwar irgendwie Situationen an der anderen Stelle oder an einer anderen Stelle, aber gut, da muss man halt durch. Aber prinzipiell ist es durchaus sinnvoll, nicht dauernd hektisch hin und her zu rennen, sondern einfach abzuwarten. Und ich habe bisher jedes Mal irgendwas erwischt. Es ist nicht so gewesen, dass ich einmal gedacht habe, irgendwie, die Stelle war jetzt heute überhaupt nichts. Ich hätte auf Land bleiben sollen. Von daher ist es durchaus sinnvoll, wie gesagt, einfach sich auf eine Stelle zu konzentrieren. Da hat man auch viel mehr Ruhe dann. Und nicht zu versuchen, möglichst alles zu erwischen, weil das funktioniert sowieso nicht. Bringt auch irgendwie eine Hektik rein, die beim Fotografieren dann nicht so wirklich Spaß macht. So, hier vorne bei dem großen Baum geht es gleich zum See rein. Gut, dann bis gleich. Inzwischen bin ich an der einen Stelle angekommen, wo ich öfter fotografiere. Viel ist nicht gerade los hier, aber ich sehe zumindest schon 3 Schwäne. Ich
Nochmal so ein Schwenk hier. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Der Nebel ist ziemlich okay. Das Gute an so Nebel ist ja, dass wenn man weiter bodennah fotografiert, wirkt der immer dichter, als wenn man von oben fotografiert. Das heißt, man kann da sogar ein bisschen Einfluss drauf nehmen, wie dichter dann hinterher wirklich auf den Fotos wirkt. Ich fotografiere sowieso immer freihand, weil das mit dem Stativ mag zwar irgendwie sicherer sein wegen Verwackeln und so weiter, gerade wenn man noch früh morgens unterwegs ist, aber es ist einfach zu unflexibel und vor allem, ich komme nicht wirklich auf die Wasseroberfläche direkt, wo ich meistens fotografiere. Das heißt, ich habe die Kamera oft so, dass ich sogar mit der Hand im Wasser bin und dann die Stativstelle festhalte, also am Griff, wo man schraubt hat. Und da kann man halt besser variieren dann, was die Dichte des Nebels betrifft, weil ganz an der Wasseroberfläche ist er meistens dann doch dichter auf dem Foto hinterher, als wenn man ein bisschen weiter oben ist. Und das ist durchaus von Vorteil. Aber es sieht echt gut aus heute Morgen. Das heißt, ich sollte jetzt auch gar nicht mehr allzu viel reden, sondern demnächst einfach anfangen zu fotografieren. Beziehungsweise zumindest mal einen Platz finden, wo ich dann auch bleiben will. Und so wie ich das jetzt gerade sehe, wird es der hier nicht sein, sondern vermutlich doch der andere. Das heißt, ich gehe jetzt mal zurück zu meinem Stativ und werde mich dann auf den Weg zum anderen Platz machen, der jetzt auch nicht wirklich weit weg ist, ein paar Meter. Und dann dort mal meine Sachen aufbauen und schauen, was ich erwischen kann. Also, bis gleich wieder. So, ich bin jetzt etwas leiser am Reden. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt, weil ich bin jetzt hier an der Stelle, wo man drin See wieder reinkommt, wo ich öfter fotografieren bin. Ich will mich jetzt mal rückwärts gehen hier. Kann ich jetzt gleich zeigen. Und wen haben wir hier denn schon? Da schwimmen doch schon zwei Schwäne im Hintergrund. Das Gute ist, die Schwäne sind ja nicht sonderlich scheu. Das heißt, denen kann man sich auch so noch nähern. Wenn das jetzt Gänse wären, die wären schon lange abgehauen. Ganz zu schweigen von dem Graureiher. Aber ich glaube, die Schwäne hier werden auch nachher noch in der Gegend hier rumschwimmen, zwischendurch zumindest. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal ein paar Fotos machen können. Und werde deswegen jetzt wieder aufhören zu filmen. Was man vielleicht auch erkennt, hier hinten, hinter mir, oder auch nicht so wirklich erkennt ist, da ist auch eine kleine Insel im Wasser, die durch irgendwelche Baggerarbeiten entstanden ist. Und da stehen die manchmal auch drauf, jetzt heute. Oder die ganze letzte Zeit eigentlich schon, ist das Wasser leider schon so tief hier, der Wasserstand, dass die nicht mehr unter Wasser ist, die Insel soll heißen, wenn da jetzt Vögel, Schwäne draufstehen. Sieht es nicht mehr so aus, als würden sie im Wasser stehen. Das ist meistens eher im Frühjahr der Fall, wenn es im Winter genug geregnet hat und nicht der Wasserstand so tief ist. Aber ich glaube, es wird trotzdem jetzt gleich Spaß machen. Also werde ich jetzt einfach mal ein bisschen fotografieren. Und dazu nicht mehr filmen, weil es zusammen geht irgendwie nicht. Also, bis später. Inzwischen stehe ich immer noch hier, habe aber leider gerade gemerkt, oder zum Glück gerade gemerkt, je nachdem, dass in die Richtung hier zwei Schwäne auf so einer kleinen Insel stehen. Jetzt ist dann auch immer so der Nachteil an so einem Baggersee. Ich kann in die Richtung einfach nicht fotografieren, ohne dass ich so, hässliche Rohre im Vordergrund habe. Das heißt, da bleibt es dann einfach mal nichts anderes übrig, als nicht zu fotografieren, um mich weiterhin denen zu widmen, die hier direkt bei mir in der Umgebung rumschwimmen. Hier kann man einen erkennen. In die Richtung hinter mir sind auch noch welche. Ja, das heißt, ich werde jetzt weiter fotografieren und hoffen, dass die irgendwann auch noch was machen. Jetzt geht auch gerade die Sonne so richtig schön auf. Das ist auch so immer gut anzugucken. Bloß etwas ärgerlich, weil Landschaftsfotos kann man hier überhaupt nicht wirklich machen. Höchstens ist halt echt dichten Nebel und man hat bloß Nebel und ein bisschen erkennbare Bäume drauf, weil sonst hat man auch überall fast hier eben irgendwelche Bauten, die vom Baggersee noch kommen. Die Rohre sind dann noch das kleinste Problem, weil da hinten ist auch noch ein Turm. In die Richtung hier ist sowieso ein anderes
Gebiet mit irgendwelchen Industriesachen. Also abgesehen von den Schwanenfotos kann man hier eh nicht allzu viel machen. Was natürlich auch wieder von Vorteil ist, weil dadurch, dass man nicht allzu viel machen kann, weiß man genau, was man machen kann. Man muss gar nicht erst versuchen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und ich sehe jetzt gerade, dass die Sonne jetzt den Schwan erwischt. Das heißt, ich werde es weiter fotografieren und bis später. So, entgegen dem, was ich vorher gesagt habe, habe ich jetzt doch die Stelle gewechselt, an der ich fotografiere. Ich habe ja vorher erzählt, dass da Schwäne waren, die auf der kleinen Insel gesessen sind, die ich nicht fotografieren konnte, weil dazwischen die Roche war, die man hier jetzt, glaube ich, auch im Hintergrund erkennen kann, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und habe dann, wie gesagt, doch die Stelle gewechselt. Und das hat sich dann noch gelohnt, weil die Schwäne, die man jetzt theoretisch hier im Hintergrund sehen könnte, wenn es nicht ganz so weitwinklig wäre, die Aufnahme, wahrscheinlich erkennt man sie als weiße Flecken. Der eine von denen zumindest, der am Rand sitzt, also an der fotogeneren Stelle, der hat sowieso dann irgendwie auch noch lustige Dinge getan. Also sich gestreckt, so wie ich es mir eigentlich vorstellen würde, wenn ein Schwan da steht lang und sich putzt. Der macht ja immer lustige Sachen. Inzwischen schläft er allerdings wieder, der andere auch. Ja, das hat sich dann noch gelohnt, den Platz zu wechseln. Also die beiden Stellen, die ich vorher ganz am Anfang erwähnt habe, haben sich wieder mal als die richtigen herausgestellt. Inzwischen ist das Licht auch so hart geworden, dass das Fotografieren für mich zumindest jetzt nicht mehr so wirklich sinnvoll ist. Soll natürlich noch schön anzuschauen, aber das Licht auf den Fotos hinterher wird nicht mehr so der Knaller sein. Deshalb habe ich meine Sachen auch schon zusammengepackt und werde mich jetzt auf den Weg zurück machen. 1,5 Stunden hat es jetzt heute Morgen gedauert, die Fotos. Das war eigentlich wieder mal recht gemütlich. Inzwischen ist es kurz vor 6:30. Das ist der Vorteil im Sommer. Da ist es dann auch mal fertig mit Fotografieren, ist noch recht früh. Nachteil allerdings, man muss dann wirklich doch früh aufstehen. Was mir jetzt allerdings persönlich nicht so schwer fällt. Jahrelange Gewöhnung vermutlich. Ja, ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen, wie gesagt. Oder habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht. Und dann mal schauen, was aus den Fotos geworden ist. Also, bis später.